Okay, I'm from Novo Berlin and I want to hold a short speech, first in German and then in English. Hier gegenüber unter den Linden 21 befindet sich der Sitz des Förderkreises Deutsches Heer. Er ist einer der größten Lobbyverbände der deutschen Rüstungsindustrie. Zu seinen Zielen gehört die Förderung des Verständnisses und der Unterstützung für die Bundeswehr in Politik und Öffentlichkeit, wie Sie es selber sagen, insbesondere für die Belange der Landstreitkräfte. Sie setzen ihre Kontakte, Zitat, zur Verbesserung und zum dauerhaften Erhalt der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, Zitat Ende ein, sowie für eine sogenannte leistungsfähige nationale Industriebasis. Dementsprechend sind nahezu alle deutschen Rüstungsunternehmen Mitglieder dieses Vereins. Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Rheinmetall, Heckler & Koch oder Krauss-Maffei-Wegmann. Dazu gehören aber auch große Mischkonzerne wie General Electric oder Volkswagen. Sie verdienen an Kriegen für deutsche Wirtschaftsinteressen und zugleich an der Abwehr der Menschen, die vor diesen flüchten. Airbus Defence and Space beispielsweise baut Kampfhelikopter, die in ihrem Portfolio auch für die Grenzsicherung beworben werden. Die Firma Diehl hat ein Schiffsüberwachungssystem entwickelt, das sich Simone nennt. Sie rühmen sich damit, auch Schlauchboote und schwimmende Menschen detektieren zu können. Angeblich zur Abwehr von Handelspiraterie gedacht, liegt auf der Hand, dass solche Systeme gegen vor Krieg und Elend Flüchtende im Mittelmeer eingesetzt werden. Der Präsident des Präsidiums im Förderkreis Deutsches Heer ist Wolfgang Köpke, Generalmajor außer Dienst. Seine Stellvertreter sind Ralf Ketzes, der Geschäftsführer von Krauss-Maffei-Wegmann, sowie Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU. Insofern die Analyse vom militärisch-industriellen Komplex trägt, trifft sie auf den Förderkreis Deutsches Heer zu. Dieser Zusammenschluss von PolitikerInnen, Führungskräften in Rüstungsunternehmen und aktiven Militärs trug dazu bei, dass der Wehretat in den letzten 10 Jahren um 50% gestiegen ist. Unter den Mitgliedern befinden sich mehrere Angehörige des Verteidigungs- und auch des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, die für die Geldvergabe für Rüstungsaufträge und Rüstungsexporte verantwortlich sind. Rüstung ohne Kriegsführung rechnet sich nicht. Und somit haben die AkteurInnen im Förderkreis Deutsches Heer ein unmittelbares Interesse daran, dass die Bundeswehr in internationalen Konflikten ihr mörderisches, technisch präzise erlerntes Handwerk blutig unter Beweis stellt. Wir stellen uns der Förderung von Krieg und Militarisierung entschieden entgegen. Unsere Ziele sind nicht Märkte und Handelswege für deutsches Kapital, sondern solidarische Gesellschaften, die von den Menschen dort, wo sie leben und leben wollen, gestaltet werden. Für uns als antimilitaristische Initiative gehören die Bekämpfung von Kriegen als Fluchtursache und die Unterstützung von Geflüchteten zusammen. Förderkreis Deutsches Heer zerschlagen, hoch die internationale Solidarität. And now can try the same in English. On the opposite side here of the street, unter den Linden 21, is the headquarter of the lobby group of German Army, the so-called Förderkreis Deutsches Heer. It's one of the largest lobbying associations of the German armaments industry. Its objectives include the so-called promotion of sympathy and support for the Bundeswehr in politics and among the general public, especially for the interests of the German land forces. Quotation end. They use their contracts, quotation, to improve and permanently maintain the operational capability of the Bundeswehr, quotation end, and as well for a so-called efficient national industrial base. Accordingly, almost all German armaments companies are members of this association. Airbus Defence and Space, Diehl Defence, Rheinmetall, Heckler & Koch or Krauss-Maffei-Wegmann. It also includes the large conglomerates such as General Electric or Volkswagen. They earn money from wars, led for German economic interests, as well as from fending off the people who flee from those wars. For example, does Airbus Defence and Space build combat helicopters, which are also advertised for border security in their portfolio. Diehl has developed a ship surveillance system called Simone.
They boast of being able to detect inflatable boats and floating people, supposedly intended to ward off trade piracy. It's obvious that such systems are used against people in the Mediterranean Sea fleeing war and misery. The chairman of the executive committee of the Förderkreis Deutsches Heer is Wolfgang Köpke, a retired major general. His deputies are Ralf Ketzes, the managing director of Krauss Maffei Wegmann, and Henning Otte, the spokesperson for defense policy of the CDU. Insofar as the analysis of military-industrial complex is valid, it also applies on the Förderkreis Deutsches Heer. This association of politicians, executives in armaments companies, and active military personnel has contributed to a 50% increase of the so-called defense budget over the last 10 years. Among its members are several members of the German Bundestag's Committee of Defense and also of its budget committee, who are responsible for allocating money for arms contracts and arms exports. Armament without warfare does not pay off, and thus the actors of the Förderkreis Deutsches Heer have a direct interest that the Bundeswehr bloody demonstrates its murderous, technically precisely learned skills in international conflicts. We strongly oppose the promotion of war and militarization. Our goals are not markets and trade routes for German capital, but societies based on solidarity, shaped by the local people who live where they want to live. For us, as an anti-militarist initiative, fighting wars as a cause of light and supporting refugees belongs together. Smash the Förderkreis Deutsches Heer. Long live international solidarity.